Hallo Leute, ähm, ich wollte einfach mal ein bisschen von mir erzählen. Ich bin ähm, 47 Jahre alt und habe nach jahrelanger Depression mich entschlossen, ein bisschen mein Leben zu ändern und habe mir dann in Nordspanien, ich sage euch nicht wo, ähm, mir so ein Stück Wald gekauft und ja, 2 Ruinen, habe angefangen, die dann umzubauen und die sind jetzt fertig und versuche so viel Zeit wie möglich hier zu verbringen. Ähm, Ich habe wirklich schlimme Panikattacken gehabt und habe wirklich sehr lange gekämpft, bis ich dann mich einigermaßen wieder fangen konnte. Und wie gesagt, ich bin jetzt 47, das war ungefähr vor 6 Jahren, wo das alles angefangen hat. Ähm, ich dachte einfach nur, ich fange mal hier so einen YouTube-Kanal an und erzähle euch mal, was ich hier so mache. Mir geht's inzwischen viel, viel besser. Oder, naja, ich glaube nicht, dass man jemals von Depressionen geheilt werden kann, solange wir in dieser Gesellschaft leben, in der wir uns befinden. Ähm, also suche ich auch gar nicht mehr so sehr die Heilung, sondern ich bin einfach glücklich und zufrieden, wo ich gerade bin und versuche das Leben so zu gestalten, dass es zum, zu mir passt. Ich werde euch dann einfach im Laufe der kommenden Tage und Woche einfach mehr von mir erzählen und ein bisschen teilen. Warum ich diesen Kanal hier mache, hat auch was damit zu tun, dass ich hier ziemlich oder ja, eigentlich alleine lebe ähm, und zwischendurch so viele Gedanken habe, die ich mir vorstelle, dass die vielleicht wert sind, dass ich sie mit euch teile. Vielleicht hilft das ja dem einen oder dem anderen mal zwischendurch. Ähm, Ich weiß nicht, vielleicht äh, bin ich der 500 Millionste Mensch, der das hier macht. Und ich will auch keine Lebensweisheiten oder sonst noch irgendwas teilen. Einfach nur meine eigenen Erfahrungen. Und ja, ähm, und wie ich halt einfach mit Sachen in der Zwischenzeit umgehe. Ähm, Ich habe einfach viel recherchiert. Ich habe mich auch zum Coach ausbilden lassen. Bin auch Hypnose-Coach etc. pp. Aber das soll gar nicht hier sein Sinn und Zweck der ganzen Sache sein, sondern ich habe einfach festgestellt, dass wir, wenn wir uns akzeptieren und unser Leid einfach auch akzeptieren, ähm, wir es einfacher haben könnten, mit der Situation umzugehen. Ich glaube, das Wichtigste, was ich gelernt habe, ist einfach die Ehrlichkeit mit sich selbst. Ne? Das ist das Allerschlimmste und das Allerhärteste, was man, was man machen kann. Ehrlich zu sich selbst zu sein. Ne? Ähm, Das kostet so viel Überwindung, sich aus diesen alten Schlamassel, aus diesen alten Verzweigungen, die wir einfach reinprogrammiert haben von unseren Eltern, von der Schule, von Studium, von der Gesellschaft, ganz besonders Gesellschaft und Eltern, ähm, aus diesen Verzweigungen einfach wieder rauszukommen und einfach Sachen so zu machen, wie wir sie als Person, als Existenz auf diesem Planeten wahrnehmen. Ja? Ähm, Vielleicht noch, ich bin ein gläubiger Mensch, ich bin praktizierender Buddhist schon seit sehr, sehr langer Zeit. Aber ähm, ich glaube wirklich, dass wir unsere Existenz auf diesem Planeten völlig verfehlen, ja. Dass wir einfach in so einer Struktur hineingefallen sind, die uns einfach innerlich fertig macht, ja. Ähm, Natürlich
müssen wir darauf achten, dass wir irgendwie finanziell ähm, über die Runden kommen. Und ich will hier auch niemanden irgendwie erzählen, wie er das zu tun hat oder so. Aber ähm, wegen Geld sich zu opfern, ist echt hart. Ich habe schon viele Freunde und Bekannte verloren, die auch in jungen Jahren gegangen sind, die erfolgreich waren. Und ja, es ist nicht einfach. Es ist nicht einfach, seine Existenz auf diesem Planeten, in diesem Universum zu rechtfertigen. Und mit rechtfertigen meine ich nicht, dass man ständig im Kampf ist, anderen Leuten zu erklären und so, sondern einfach nur wirklich zu rechtfertigen, ja, einfach auf diesem Planeten zu sein, ja, und Löcher in die Luft zu gucken, ohne ständig irgendwie produktiv sein zu müssen, ja, und vor allen Dingen produktiv für andere, produktiv, damit man sich beweist, produktiv, damit man sich tolle Sachen kauft. Und glaub mir, ich habe diesen ganzen Scheiß einfach auch mitgemacht. Und es ist so schwer, sich davon fernzuhalten, ja. Und ich falle auch immer wieder in diese Gedankenwelten zurück. Hey, komm, du bist 47, du kannst noch mal was machen, du kannst noch mal. Ich war mein Leben lang Geschäftsmann, immer selbstständig, immer gut Geld verdient, auch manchmal verdammt gut Geld verdient, sehr, sehr gut Geld verdient. Ähm, aber es ist so schwer, sich davon fernzuhalten, ja. Es ist wie eine, manchmal komme ich mir vor wie so ein Junkie, der ständig in Clinch mit sich selbst ist, ob er sich noch mal eine Nase ziehen soll oder so. Keine Ahnung, obwohl ich noch nie in meinem Leben Drogen genommen habe. Also, ich will euch nicht lange auf die Nüsse gehen. Ähm, Vielleicht mache ich das ja noch weiter mit diesem Kanal und erzähle euch ein bisschen mehr, ähm, wie ich mit der Sache umgegangen bin. Und ja, vielleicht hilft das ja irgendjemanden. Leute, haut rein. Bis bald.